Das Neolithikum ist eine Abfolge von Einwanderungen. Das haben die Forscher des 19. Jahrhunderts und die Forscher des 20. Jahrhunderts schon so gesehen. Das Problem war, die Archäologen konnten die Einwanderung nur aus der überlieferten materiellen Kultur, also aus Scherben und Steinen rekonstruieren. Und hier haben sie einige Einwanderungswellen rekonstruiert, die natürlich immer unsicher waren mit einer einzigen Quelle, nämlich der Typologie, die die Archäologen selbst machten. Seit einigen Jahren gibt es nun eine unabhängige zweite Quelle und das ist die Genetik. Das heißt, man kann plötzlich in den Knochen lesen. Und man kann plötzlich in den Knochen lesen, und zwar in mitochondrialer DNA, aber auch in Kern-DNA, wo die Menschen herkommen. Und man kann sogar in den Zähnen mit der Strontium-Isotopie lesen, wie die Menschen sich bewegen. Und da gab es jetzt ganz spektakuläre Ergebnisse, nicht? Das erste Ergebnis ist, dass die ersten Bauern, die hier ankommen, aus Anatolien kommen. Das war für die Archäologen nicht klar. Es gab bis dahin zwei Theorien. Die eine Theorie war, die Menschen sind hier Jäger und Sammler und entwickeln sich aus Jägern und Sammlern freiwillig zu Bauern durch Akkulturation, indem sie das Bauerntum an anderer Stelle kennenlernen. Die zweite Hypothese war, Fremde wandern ein, gleichsam eine Art Missionare, und die überzeugen die einheimische Bevölkerung. Und die dritte Variante war nun, es gibt eine massive Einwanderung von Fremden und die verdrängen den jägerischen Teil der bisherigen Bevölkerung. Und dieses dritte Modell hat sich nun als richtig erwiesen. Etwa um 5500 vor Christus wandern aus dem Gebiet des heutigen Ungarn Menschen ein, die vorher aus dem Vorderen Orient kommen und die sich dann als Ackerbauern bei uns niederlassen und mit den bisherigen Mesolithikern, die hier leben, am bestenfalls lose interagieren. Und diese Jäger und Sammler werden dann nach Norden vertrieben, an Nord- und Ostsee, beziehungsweise sterben an den eingeschleppten Seuchen der neuen Bauern. Nun ist es aber so, dass diese Bauern nicht in völligem Frieden leben, sondern sie haben eine Bevölkerungsexplosion, sie bekämpfen sich untereinander, aber diese Bevölkerung, die da eingewandert ist, ist stabil bis etwa 3500 vor Christus. Und dann passiert was ganz Interessantes, ein wirklich aufregender Vorgang. Die ehemals verdrängten Jäger und Sammler, die Mesolithiker, sind mittlerweile im Norden, also in Norddeutschland, in Skandinavien, selbst zu Bauern geworden, indem sie das Bauerntum aus dem Süden adaptiert haben. Und sie sind aber progressiver, erfindungsreicher geworden. Sie haben fundamentale Erfindungen gemacht, wie etwa die Traktion, also den Zug des Pfluges oder des Wagens durch Rinder. Sie haben sogar den Wagen erfunden dort, zumindest nach jetziger Datenlage. Und sie strömen zurück und verdrängen sozusagen die ehemaligen Eroberer, sodass wir diese kaum noch im heutigen Gengut sehen. Gleichzeitig kommen einige Einwanderer als Nordosten und die bilden dann die neue Bevölkerung, machen die berühmten Megalithgräber, die Sie alle kennen, und leben hier, aber nicht lange. Schon nach etwa 500 bis 600 Jahren gibt es einen gewaltigen Impact aus der Steppe, vermutlich Reiter der sogenannten Schnurkeramik, Streitaxtkrieger früher auch genannt, und genetisch anders kommen aus der Steppe und erobern große Teile Zentral-Mitteleuropas, und denen folgen dann einige Jahrhunderte später, ca. 2500 vor Christus, die Krieger der sogenannten Glockenbecherkultur. Die Archäologen nennen die Kulturen alle nach diesen Gefäßen, das sind in diesem Fall Glockenbecher, und die erreichen dann Spanien und erreichen England, das sind die Leute, die Stonehenge bauen dann im Wesentlichen. Diese Glockenbecherleute, die bleiben dann mit den Schnurkeramikern hier maßgeblich, und wir alle gehen letztlich sozusagen zurück auf diese Glockenbecherleute. Das heißt, Zentraleuropa ist eigentlich wesentlich in den Einwanderungen homogen, im Baskenland,
in Sardinien und an ein paar anderen Orten bleiben wahrscheinlich Restbevölkerungen der vorherigen Zeit, Kardial- oder Bandkeramik, bestehen. Das sehen wir auch an den exotischen Sprachen dort, die man früher für mesolithische Sprachen gehalten hat, die wahrscheinlich aber frühneolithische Sprachen sind. Die ganze Forschung ist im Fluss. Die ganze Forschung darf auch nicht so verstanden werden, dass es sich hier um grundsätzlich verschiedene Menschen handelt. Es handelt sich hier immer um den Homo sapiens sapiens. Wir sind im Prinzip alle gleich. Wir können das nur naturwissenschaftlich, etwa wie mit der von mir erwähnten Strontium-Isotopie, nach regionaler Herkunft unterscheiden. Keiner kann davon, was man früher gemacht hat, irgendwelche rassistischen Dinge ableiten. Das ist völlig unmöglich. Es ist im Übrigen auch unmöglich, nicht letztlich selbst beim Neandertaler, nicht selbst er ist ja, wie wir gesehen haben, mit uns so eng verwandt, dass die Gene des Neandertalers in uns sind. Es gibt also keinerlei Möglichkeit sozusagen für rassistische Theorien. Das ist vollkommen abzulehnen in der Wissenschaft. Nicht alle Menschen sind im Prinzip völlig gleich. Es gibt nur morphologische Unterschiede, die lassen sich meistens mit Umweltanpassung und Ähnlichem erklären. Wir sehen das beispielsweise am Ende des Paläolithikums. Wahrscheinlich sind sogar die Neandertaler und die Leute des späten Paläolithikums dunkel gefärbt in ihrer Haut. Das ist möglich, dass man mit dunkel gefärbter Haut im Norden lebt, wenn man sehr viel Fleisch isst, genauso wie die Mesolithiker, die dunkel gefärbt waren, mit hellblauen Augen. Das muss toll ausgesehen haben. Und weiß ist sozusagen eine fürchterliche Degenerationserscheinung eigentlich, nicht? Weiß wird man erst dann, wenn man Bauer ist und wenn man sich eigentlich schlecht ernährt, wenn man keine fetten Rindersteaks mehr isst, nicht? Wenn man für den Vitamin-D-Umsatz rote Bäckchen braucht, ganz hoch im Norden, die stark durchblutet sind und weiß sind, sodass man das lebenswichtige Vitamin D im Winter etwa gewinnen kann. Wer es nicht gewinnen kann, isst heute Vitamin D-Tabletten. Das war damals nicht möglich. Das heißt, Weiß ist eigentlich eine notwendige Degenerationsform in der Anpassung an den Norden, um sozusagen in diesen wenig sonnendurchfluteten Gegenden in Dunkelheit besser überleben zu können und hat nichts mit irgendetwas zu tun, was positiv konnotiert wird, sondern es ist eher mit etlichen genetischen Nachteilen erkauft. Und Weiß, das wissen wir jetzt auch, ist in der riesigen Menschheitsgeschichte, die ganz lang ist, eine relativ junge Erscheinung und eben nichts Besonderes, nicht? Dass man dort etwas abgeleitet hat, was eine Überlegenheit intendiert, ist eine Absurdität, die damit zusammenhängt, dass Weiße nach meinem Dafürhalten im 15. und 16. Jahrhundert besonders effektive Waffen und Schiffe erfunden haben und so große Teile der zivilisierten Welt erobert und zerstört und kolonisiert haben und schreckliche Völkermorde und Vernichtungen mit sich gebracht haben. Und das ist nichts, worauf wir stolz sein sollten. Das ist ein historischer Zufall, der mit einer technischen Überlegenheit in der Kriegskunst einhergeht, den man extra und gesondert erklären müsste.